Hallo, von mir gibt's heute ein Temu-Haul. Ich habe eigentlich nur wegen zwei Sachen bestellt. Unter anderem wegen diesem Polygel, womit ich mir letztens schon die Nägel gemacht habe, weil ich das für den Anfang absolut in Ordnung finde, um da einfach zu üben. Und ja, weil es wahrscheinlich ja so sein wird, dass ich mir die Nägel öfter komplett neu mache und dann einfach mehr Material verbrauche, wollte ich jetzt erst noch mal auf sowas etwas günstigeres zurückgreifen. Das gab es aber nur noch im Doppelpack, nicht mehr einzeln. Deswegen habe ich mir durchsichtig geholt und das ist halt so weißlich eher. Dann habe ich mir noch mal solche Formen hier gekauft, solche Dualformen, wo einfach noch so mehr verschiedene drinne sind, um einfach mal auszuprobieren, was da ja so alles gibt und wie ich das finde, weil die anderen Tipps, die ich mir da mal gekauft hatte, die haben halt nur 4 verschiedene Ausführungen und hier ist einfach auch noch mal so eine nur so halben French-Tipps dabei und ja, einfach verschiedenere und da wollte ich einfach mal ein bisschen probieren, was mir da zusagt. Und ja, bei mir ist es so, wenn ich mal bei Temu bestelle, was halt nie wirklich oft passiert, dann stöber ich aber immer und gucke hier und da noch ein bisschen und dann sehe ich halt hier und da auch noch den ein oder anderen Artikel, wo ich mir denke, ach, das kannst du ja auch mal ausprobieren und mal gucken, ob das dann auch wirklich so funktioniert oder aussieht wie auf den Bildern. Und ja, deswegen habe ich irgendwie ein bisschen viel mehr bestellt, als was eigentlich geplant war. Ja, aber ich habe jetzt auch Lust, dass wir uns die Sachen einfach mal zusammen angucken. Ich habe sie jetzt auch nur grob ausgepackt. Ansonsten habe ich mir die jetzt noch nie genauer angeguckt und werde Artikelnummern, die ich jetzt habe von den Produkten, in die Infobox schreiben. Dann kann man die einfach in die Suchleiste bei Temu kopieren und wenn es den Artikel dann noch gibt, dann wird er direkt angezeigt und dann werde ich, nachdem ich euch die Produkte kurz gezeigt habe, was ich mir überhaupt gekauft habe, noch ausprobieren, einen Großteil. Und werde zu Time-Steps, also Kapitel, in die Infobox eintragen, dass wenn euch jetzt ein Artikel speziell interessiert, dass ihr da gleich hinspringen könnt. Weil ich glaube, das Video wird etwas länger. Okay, so viel dazu. Also zeige ich euch jetzt erstmal im Schnelldurchlauf, was ich mir gekauft habe. Also die zwei Sachen hatte ich euch ja jetzt schon gezeigt. Kann ich dann später nochmal genauer reingucken. Hier die Form können wir uns dann später nochmal genauer auf jeden Fall angucken. Dann habe ich mir noch andere Tipps bestellt, weil ich mal gucken wollte, ob das irgendwie cool aussehen könnte. Und zwar sollen die so eine Diamantenform haben. Ich glaube, die sind aber auf jeden Fall für meinen Daumen schon mal zu klein, weil der ist relativ breit. Also, ja. Da könnte ich auf jeden Fall eher nur so 2 Schmucknägel mal machen. Ja, da muss ich mal ausprobieren, ob das irgendwie cool aussieht oder doch eher in die Abteilung Schrott gehört. Hätten auf jeden Fall größer sein können, aber das Problem habe ich gerne mal. Weiter geht's mit Flakes. Da habe ich 2 verschiedene Sorten. Oh Gott, eigentlich voll schade, das jetzt wegzutun. Hier sind so viele drinne. Aber dann kann man schon mal sehen, wie die auf weiß ungefähr aussehen. Und das finde ich gerade echt hübsch. Probiere ich dann aus. Dann noch mal so ein bisschen orangiger.
Hier sind die mal nebeneinander. Die sind bläuer, sag ich mal, und eher mit so einem, ja, Goldgelb-Touch, und die eher haben so einen orangenen Schein. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera, weil ich hatte jetzt auch bei dem Design hier gesehen, in der Kamera sieht das überhaupt nicht so aus. Also die Flakes sehen eher so gelblich-gold, sage ich mal, aus. Aber eigentlich sind die noch mit Orange und ja, in einem bestimmten Winkel auch so ein bisschen rosa. Das kommt leider immer irgendwie nie so gut rüber, was ich ein bisschen schade finde. Deswegen weiß ich jetzt auch nie, wie die hier gerade wirklich aussehen in der Kamera, aber in echt finde ich sie richtig hübsch. Weiter geht's mit Glitzer. Ja, das sieht cool aus. Probiere ich aus. Ein Pigment. Und da habe ich eigentlich bis jetzt nie so gute Erfahrungen gemacht mit Pigmenten von Temu. Probiere ich aus. Kann ich jetzt nie viel dazu sagen. Dann habe ich mir so eine fertig geschnittenen Streifen von so einer Aurora-Folie geholt. Weil ich muss sagen, das ist schon echt nervig, sich das selber klein zu schneiden. Deswegen dachte ich mir, für ein Apple und ein Ei kann ich mir das ja auch einfach mal schon fertig geschnitten noch mitnehmen. Und weiter geht's mit irgendwas, naja, komischen. Man hat hier immer so ein etwas riesigeres Folienstück, wo alles irgendwie noch zusammenhängt. Und dann sind hier noch so eine weißen kleinen Flakes mit drin. Also da bin ich mir gerade relativ sicher, dass das Produktbild anders aussah. Das ist irgendwie eine merkwürdige Mischung. Weiter geht's mit Strassstein. Und da sind noch so verschiedene Formen drin. Sterne, Herzen und halt normale Runde. Ja, finde ich schön. So, hier einmal in Blau. Und das sind jetzt die eher bunten. Da habe ich jetzt auch ein paar mehr Formen erwischt. Da ist halt noch so eine Art Tropfenform mit dabei und ja, irgendwas Diamantenmäßiges. Die finde ich sehen noch ein bisschen cooler aus, auch von der Farbe her. Dann habe ich mir, obwohl ich eigentlich ja gar nicht mal so der Sticker-Fan bin, aber die hier fand ich irgendwie witzig, 2 verschiedene Sticker mitgenommen, also Stickerblätter. Aber ich dachte, die wären ein bisschen größer. Man erkennt das irgendwie gar nicht so richtig, was das sein soll, oder doch? Na, mal gucken, ob ich dafür Verwendung finde. Vielleicht sieht es auf dem Nagel ja doch ganz cool aus. Das sollen halt so Dollarscheine sein. Dann habe ich noch so eine kleinen Schriftzüge bestellt. Die finde ich echt ganz niedlich. Muss man halt dann gucken, ob die auf dem Nagel gut aussehen. Hier sind halt weiße, die erkennt man jetzt nicht so gut. Ja, verschiedene Schriftzüge. Sowas finde ich eigentlich immer ganz hübsch. Ja, halt mal gucken, ob die gut funktionieren auf dem Nagel. Ich hatte schon mal so Water Decals waren das von Temu gehabt. Die haben überhaupt nie gut funktioniert. Ja, so auf den ersten Blick finde ich die auf jeden Fall echt hübsch. Dann habe ich nochmal Sticker. Und zwar sind das solche Muscheloptiken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die aber funktionieren wie Sticker. Sieht abenteuerlich aus. Ah, okay, ich habe endlich die Ecke hier erwischt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Aufkleber, den man sich dann zurechtschneiden kann. Muss man echt mal sehen, wie das auf dem Nagel aussieht. Vielleicht ist das cool. Ich hole nochmal das andere raus. Ich weiß jetzt nie, warum das hier dazwischen immer so weiß ist.
Ja, ich gucke dann mal, ich klebe das dann mal auf den Nagel und versiegel das. Und dann, ja, mal sehen. Dann habe ich mir die hier tatsächlich nachgekauft, weil ich hatte das Set letztens schon mal bei einer Bestellung mit dabei. Und der Kleine hier, der ist einfach in der Mitte zerbrochen. Ich habe überhaupt nichts damit gemacht. Und ja, ich wollte aber halt mal solche coolen Muster mit den Cat-Eye-Lacken ausprobieren. Das habe ich schon oft auf Instagram gesehen und sonst irgendwo. Und da haben die ja auch immer dieses Set mit diesen 4 Magneten. Und ja, das kam jetzt nicht viel, deswegen habe ich es mir jetzt einfach nochmal gekauft und habe jetzt irgendwie Haufen von den Magneten. Mal gucken, was man damit so für coole Muster machen kann. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Habe ich mir ein paar Bits bestellt. Kann ich jetzt natürlich nie viel dazu sagen, ob das irgendwie gut ist oder nie. Ja, muss schauen. Dann habe ich noch ein paar Pinsel. Der hier sieht schon mal richtig cool aus, finde ich. Was ist das für einer? Ach so, ja, prinzipiell, ja, muss man mal gucken. Ist halt Plaste hier vorne, Plasterhaare. Wollte ich jetzt eher so, um vielleicht ja, Glitzer oder sonst irgendwie sowas in der Art aufzutragen, benutzen. Wattendeutsch. Kann man vielleicht aber auch nehmen, um hier gegebenenfalls mal ein bisschen sauber zu machen. Ja, mal gucken. Findet sich auf jeden Fall eine Verwendung. Was ist das für eine? Auch nochmal, geht auch nochmal in die Richtung Plasterhaare auf jeden Fall. Mal gucken, ich benutze dann vielleicht gleich mal einen, weil ich habe hier noch so ein Gel. Das will ich dann sowieso mal auftragen. Und dann habe ich noch so ein Dreier-Set. Da weiß ich, dass das auf jeden Fall Fineliner-Pinsel sind, weil ich die nehmen wollte, um, wenn man jetzt Farbe oder irgendwas aufträgt, um da in den Rändern dann nochmal so ein bisschen nachzugehen, dort wo man mit dem Pinsel halt nie so gut hinkommt. Hallo, gehst du auf? Hä? Boah, okay. Sieht gut aus. Das ist dann der kürzeste. Ich glaube, die haben verschiedene Längen. Und das wäre dann halt so gewesen, oder will ich eigentlich so nehmen, um dann so Feinarbeiten zu machen. In den Rändern. Der geht leichter auf. Der ist ein bisschen länger. Okay, so viel dazu. Das ist halt, ne? Kann man halt jetzt auch nie zu viel erwarten, wenn es billig ist. Mache ich dann mit Klebeband fest. Genau, aber ich denke mal für die Zwecke, was ich die jetzt, für was ich die geholt habe, werden die schon gut funktionieren. Crushed Diamond Glue, keine Ahnung, was das ist. Und das Messer hier war mal scharf. Ich glaube, das hatte ich mir bestellt, weil das auch so dicke ist, um das mal mit den Dualformen zu probieren. Und vielleicht kann man es aber auch aufstreichen. So sieht es erstmal ganz cool aus. Hier sind halt noch so bunte Flakes mit drin. Gucke ich dann mal. Ist auf jeden Fall ordentlich dicke. Dann habe ich hier noch ein zweites Gel. Das soll so ein Mirror Metallic Gel sein mit Holopartikeln. Jetzt kommt mein scharfes Messer wieder zum Einsatz. Das hat erstaunlich gut geklappt. Naja, gut, fast. Oh Gott, wieso sind das hier 2 Schichten? Mach mal hier ein bisschen Licht drauf. Mal gucken, ob man das dann besser sieht. Ja, und da bin ich dann mal gespannt, ob man das versiegeln kann oder wie sich das überhaupt so verhält. Weil diese Metallic-Gele eigentlich überhaupt nie wirklich funktionieren. Also ich habe ja so ein silbernes mir mal geholt gehabt. Das war jetzt zwar nie von Timo, aber
Das sah dann halt so dumpf aus, wenn man es versiegelt hat. Da dachte ich, man könnte es dann einfach on top arbeiten, aber sobald man sich die Hände gewaschen hat, sah das genauso dumpf aus, wie als wenn man es versiegelt hat. Deswegen mal gucken, wie das hier funktioniert. Das war jetzt wirklich eher so aus Neugier und Kauf. Ich erwarte erstmal nie wirklich viel davon. Und jetzt geht es noch weiter mit ein paar Lacken bzw. Topcoat. Den hier habe ich einfach mal mitgenommen, weil der war billig und ich wollte einfach mal gucken, was der kann. Dann habe ich hier von dieser Firma, wo ich auch das Polygel davon habe, noch 2 so eine Pearl-Lacke mitgenommen. Der ist rosa. Finde ich auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick ganz hübsch. Pearl Color Builder Nail Gel. Also vielleicht kann man damit auch so ein bisschen Aufbau machen oder die mal in Dualform verwenden, weil das wollte ich auch mal mit so Gel ausprobieren irgendwann. Finde ich auf jeden Fall auf den ersten Blick ganz hübsch. Mal gucken. Und dann, das hatte ich jetzt zum ersten Mal gesehen, bei Timo haben die auch was von Born Pretty gehabt. Und da habe ich mir hier einfach so ein Set mal genommen mit Base Coat, Top Coat und Matt Top Coat zum, ja, einfach mal ausprobieren. Dann habe ich mir auch noch ein Polygel von denen mitgenommen in Clear. Ein Stempellack in Schwarz. Und dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich habe mir noch 4 Lacke von Born Pretty mitgenommen, was ich halt schön finde. Schon mal ein Pluspunkt. Die haben keine Plasteverpackung, so wie die meisten Lacke, die es auf Timo gibt. Die kommen immer in den Plastikfläschchen. Das mag ich eigentlich nie so gerne. Aber lass mich trotzdem immer wieder hinreißen, ab und zu mal sowas mitzubestellen. Das ist irgendwas. Mal gucken. Das ist... Hä? Einfach nur schwarz oder was? Wüsste ich jetzt nie. Muss ich dann nochmal in die Bestellung gucken. Ja, das ist Cat Eye. Bin ich gespannt. Ah ja, mit so ein bisschen reflektierenden Glitzerpartikeln. Kann sein, dass das jetzt 0 rüberkommt. Probiere ich dann aus. Kann man jetzt so auch nie immer direkt sagen, wie der dann am Ende aussieht. Muss man Magnet drüber halten. Von daher, ich weiß jetzt selber nicht so richtig. Okay, der ist eher schier. Und so ein bisschen, ja, Multicolor. Blau und je nachdem, aus welchem Winkel man guckt, so lila-pink ist auch ein Cat Eye, Aurora Cat Eye Gel. Reflective Glass Cat Magnetic Gel. Okay. Auch wieder mit diesen kleinen reflektierenden Glitzer drin. Ja, bin ich gespannt. Der sieht auf jeden Fall erstmal richtig gut aus. Ich gucke jetzt noch mal kurz, was mit dem Schwarz hier ist, weil, So, okay, Rätsel gelöst. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. Ich habe mir so ein Jelly-Lack bestellt in eher so dunkelbraun. Und naja, klar, sieht man das jetzt, wenn man den jetzt so erstmal rausholt auf dem Pinsel, ja gar nicht. Hier oben sieht man es so ein bisschen, dass der eher schier ist. Von daher alles IO. Zeige ich euch alles gleich. Das war es jetzt erstmal. Reicht ja auch zu. Genau. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt noch halt alles vorführe. Ich denke mal schon ein Großteil noch. Und ich würde jetzt mal ein paar Tipps vorbereiten und dann gucken wir gleich mal zusammen weiter. Am neugierigsten bin ich jetzt natürlich auf die Lacke, deswegen fange ich damit jetzt auch gleich mal an. Und zwar mache ich jetzt als erstes mal die hier. Da fange ich mal mit den schwarz-weiß Untergründen an. Ja, das ist halt das, ne? Wenn man hier so eine leichte Plastikflasche hat, dann muss man das immer festhalten, wenn man das abstreicht, sonst fliegt einem das halt
fort. Die Konsistenz finde ich sehr angenehm. Ich würde sagen, es ist so mittelviskos, nie zu dünn, nie zu dick. Lässt sich jetzt erstmal schön auftragen und sieht auch vor allen Dingen auf weiß so richtig schön pearly aus. Und ich mag sowas Dezentes eigentlich auch ab und zu mal ganz gerne. Das ist das Blau und ja, Fusse bitte ignorieren. Das sieht auf schwarz, finde ich, richtig cool aus. Und auf weiß ist auch eher so ein dezenter Sheen. Und weil ich selber halt auch ein bisschen neugierig war, wie das aussieht auf solchen, ja, leicht getönten Untergründen. Da habe ich einmal so ein Milky White aufgetragen und dann nochmal so ein dezentes Nude. Da wollte ich jetzt auch einfach mal gucken, wie das da wirkt. So, das ist jetzt jeweils eine Schicht. Und das Rosa finde ich richtig hübsch. Ja, also es macht jetzt hier nie wirklich einen Unterschied, ob ich nun weiß oder nude drunter habe. So extrem unterschiedlich sieht das jetzt nie aus, aber ich finde es echt hübsch. Ich tue das jetzt auch erstmal so in die Lampe. Ich wollte nämlich dann nochmal versuchen, wie das aussieht, wenn man das so verzwirbelt. Kann ich jetzt auch hier schon mal probieren. So sehen die jetzt erstmal aus. Und ich versiegel die jetzt noch mit dem Topcoat hier. Ich würde jetzt sagen, der ist auch eher so ein bisschen mittelviskos. Jetzt nie zu dünne. Riechen tut er jetzt auch nie besonders komisch oder irgendwas. Ja, finde ich auf jeden Fall hoch. Erstmal gut. Hat sich jetzt gut verarbeiten lassen. Das ist jetzt das fertige und versiegelte Ergebnis. Und ja, der Swirl-Effekt ist jetzt nie so stark, aber er ist da. Man kann den echt gut erkennen und ich finde die Lacke wirklich überraschenderweise richtig gut. Und auch der Topcoat hat jetzt erstmal zumindest alles richtig gemacht. Dieser pinken, ne, mit dem fange ich mal an. Das sieht auch so echt schon richtig hübsch aus, finde ich. Okay, jetzt machen wir mal den Magnet einfach mal so drüber, wie er ist. Mal gucken, was passiert. Gerade nie so viel. Moment mal. Okay, der hat so einen ganz leichten blau-lila Cat-Eye-Effekt. Aber finde ich relativ schwach. Aber auch irgendwie cool. Könnte halt nur so ein bisschen intensiver sein für meinen Geschmack. Ich glaube, dort stand auch in der Beschreibung, dass man einen Very Strong Magnet nehmen soll. Ich jetzt nie, ob meiner nie strong genug ist. Ich guck mal, was passiert, wenn ich so mache. Sowieso ja immer meine liebste Methode meistens bei Cat Eye. Da kommt das Blau schon ein bisschen stärker raus. Das sieht schon cool aus. Also ein Fehlkauf ist es auf gar keinen Fall. Ich hoffe echt, man sieht das. Jo, finde ich cool. Kommt in die Lampe. Achso, das ist jetzt Reflective Moonlight. Sieht erstmal auch wieder relativ schwach aus, der Cat-Eye-Effekt. Der ist eher so ein bisschen Silber und unten drunter hat man, naja, so ein
grün, so ein dunkel olivgrün und halt diese Reflective Glitzerpartikel sind dann hier noch überall. Aber auch so relativ schön dezent, das finde ich gut, dass es nicht zu überladen ist. Der Cat-Eye-Effekt an sich haut mich jetzt aber nie so vom Hocker. Machen wir es mal wieder altbewährt. Mal gucken, wie das aussieht. Also sieht man auf jeden Fall den Cat-Eye-Effekt, die Farbe davon ein bisschen besser. Die Farbkombi ist so, naja, kann man machen. Haut mich jetzt aber nie vom Hocker. Und das hier ist der letzte. Aurora Cat-Eye. So ist der so ein bisschen changierend. Dunkelblau und lila. Und wenn man den Magneten drüber packt, dann ist der auch so blau und lila, der Effekt. Gerade erst mal gucken, ob sich überhaupt was tut. Der reagiert irgendwie so wie zeitverzögert, habe ich das Gefühl. Hallo, bist du da? Der ist ein bisschen putzig irgendwie. Hä? Also das hier funktioniert eher noch. Da macht er dann irgendwann mal was. An sich ist die Farbkombi auf jeden Fall richtig schön. Dann werde ich jetzt hier auf denen gleich mal den Topcoat von Born Pretty benutzen, der in dem Set drin war mit den anderen zweien hier noch. Das Base Gel werde ich wohl nie benutzen, aber den matten Topcoat kann ich dann auch nochmal verwenden. Der ist eher ein bisschen flüssiger. Das mag ich eigentlich nie ganz so gerne, aber ab und zu braucht man ja doch mal so ein bisschen dünneren Versieger, aus welchem Grund auch immer. Auftragen lassen tut er sich auf jeden Fall gut. Lässt sich richtig schön verteilen und bildet auch keine komischen Löcher oder sonst irgendwas. Diesen Aurora Cat Eye will ich jetzt nochmal kurz auf einem helleren Hintergrund verwenden, weil der ist ja eher so schier und das war nämlich auf den Bildern auch so, dass man den wie so ein Topper Cat Eye dort verwendet hat. Und ja, mal gucken, wie das da aussieht, aber der macht auf jeden Fall die Farbe unten drunter dunkler, weil er halt ja nie hundertprozentig clear ist. Und wenn ich den jetzt hier drüber halte, den Magnet, sieht das so aus. Aber so sieht es jetzt aus. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht so uncool. Also man muss damit vielleicht wirklich mal noch ein bisschen rumprobieren. Aber trotzdem, also der reagiert irgendwie nicht so direkt. Bei dem braucht man auf jeden Fall Geduld. Aber an sich die Farbe ist schon cool und eigentlich auch die Farbkombi. Also ja, wenn man ein bisschen Geduld für den hat und mal ein bisschen rumprobiert, finde ich jetzt doch gerade ganz cool. Ich werde das nochmal versiegeln und dann zeige ich euch jetzt gleich noch den Jelly-Lack. Genau, den habe ich ja auch noch. Der ist ein bisschen streifig, finde ich. Zweite Schicht, naja, macht es jetzt auch nie super gleichmäßig, aber ich denke, das ist schon okay. Ich wollte halt eventuell damit mal so eine Steinoptik machen, wo man halt zwischen die
dünnen Schichten von diesem Jelly-Lack dann so Risse und sowas reinmalt. Halt so eine Stone-Marble-Optik wollte ich damit mal probieren. Von daher würde das ja auch eh nie ganz so auffallen, wenn der jetzt nie ganz so gleichmäßig überall deckt. Ich mache auf jeden Fall gleich noch eine dritte Schicht und ja, die Farbe an sich finde ich aber auf jeden Fall ganz hübsch. Das ist jetzt die dritte Schicht, die habe ich jetzt schon aufgetragen. Ich will jetzt an dem hier gleich noch den matten Topcoat ausprobieren. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie der glänzend aussieht. Und da mache ich jetzt mal den matten hier drauf. Der ist so mittel bis dünn, viskos. Der Pinsel verwirrt mich irgendwie ein bisschen, weil der so komisch ist irgendwie, aber vielleicht soll das auch so sein. Ich gehe mal so mit der Rundung so nach unten. Oder das ist Fehlproduktion, keine Ahnung. Oder soll man den so rum benutzen? Soll das so sein? Bin gerade ein bisschen confused, aber ich glaube, wenn dann doch eher so rum hier benutzen, mit der Aussparung, sag ich mal, nach unten. Macht irgendwie mehr Sinn. Ja, so lässt sich jetzt auch doch irgendwie recht gut auftragen. So, jetzt bin ich, glaube ich, oft genug hier drüber gegangen. Ich härte das jetzt mal aus. Da kann ich in der Zeit ja mal gucken, ob der Pinsel hier auch so ist. Boah, nee. Nee, der ist ganz normal. Und bei der Base ist er auch eher ganz normal. Also keine Ahnung, ob das jetzt so sein sollte bei dem Topcoat oder ob ich da irgendwie eine Fehlproduktion, also was den Pinsel angeht, da erwischt habe. Aber hat jetzt trotzdem gut funktioniert. So, ich habe den jetzt eine Minute drin gehabt. Ich jetzt gar nicht, wie lange der eigentlich soll. Der ist ja vorne auf jeden Fall noch so ein bisschen am Glänzen. Ich gehe mal mit Cleaner drüber. Jetzt ist er durchgängig matt geworden. Fühlt sich angenehm an und finde ich, gibt auch ein schönes Ergebnis. Gut, hier ist er noch so ein bisschen wie so semi-matt, aber da war ich vielleicht nie gründlich genug beim Auftragen, obwohl, nee, ich bin ja 1000-mal drüber. Das ist halt bei dem Neonail, den ich hier letztens in dem einen Video benutzt hatte. Passiert das an manchen Stellen auch. Ich finde ihn jetzt nie, aber halt der matte, ach ja, der matte von Neonail, der macht eben sowas hier, wenn man das jetzt zufällig sehen kann. Auch manchmal so ein bisschen, aber da kann man dann auch einfach noch eine zweite Schicht halt drüber geben. Deswegen würde ich jetzt trotzdem hier keinen Punktabzug, sag ich mal, dafür geben. Das waren jetzt die Born Pretty Lacke und also absolutes Highlight ist der hier. Den finde ich richtig cool. Also was habe ich auch überhaupt noch gar nie. Ich hoffe echt, dass man das gut sehen kann. Jetzt wollte ich gerade schon weitermachen. Dabei habe ich ja noch hier den Stempellack. Den probiere ich natürlich auch noch schnell aus. Funktioniert gut. Da bin ich jetzt mit Born Pretty durch und würde jetzt mal die zwei Gele hier ausprobieren. Ich nehme mal zuerst dieses dickflüssige. Eigentlich nie dickflüssig, sondern ist ja fast standfest. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Ich nehme mal. Ich nehme mal den Pinsel hier. Da ist jetzt auch nie mehr wirklich irgendwie so ein Zeug drin, was den so feste macht. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal so, wie er ist. Und dann gucken wir mal, was das jetzt hier gibt.
Die Konsistenz ist echt abenteuerlich hier. Ja, also die Flakes, die stehen ab in alle Himmelsrichtungen. Ja, finde ich jetzt on top eher nervig. Also man könnte das jetzt halt zwar so machen und dann nochmal ein bisschen das, was absteht, halt runterfeilen. Aber an sich ist das natürlich eher nervig. Es wäre schon schön, wenn die Flakes einfach direkt flach aufliegen würden. Ich habe jetzt hier noch einen schwarzen. Da trage ich das jetzt einfach mal so auf, ohne das auszuhärten. Den wollte ich nämlich jetzt eigentlich gleich noch für das andere Gel nehmen. Aber da kann man mal kurz gucken, wie das auf schwarz aussieht. Die Flakes sind halt echt so ein bisschen störrig irgendwie, aber scheinbar auch nur vereinzelt. Das sieht jetzt hier schon ein bisschen glatter alles aus. Die Farbe, das ist so ein bisschen halt grünlich, blau. Reflektiert das so ein bisschen. Also diese Flakes, das finde ich schon ganz hübsch. Aber ja, die sind halt schon irgendwie teilweise sehr störrig. Ja, naja, sag ich mal. Weiß ich jetzt auch gerade nicht so richtig, wie ich das finden soll insgesamt. Ich härte das hier jetzt mal aus und mache da jetzt einfach gleich nochmal aus Neugier nochmal eine Schicht drüber. Hier sind jetzt 2 Schichten. Das ist schon echt krummbucklig. Ich mache jetzt hier mal noch eine fette Schicht Topcoat drüber und ja, glätte das danach, wenn ich das ausgehärtet habe, mal noch ein bisschen mit der Feile. Gucken, wie das dann aussieht. Könnte schon ganz schick sein. Hier ist es jetzt grob glatt gefeilt. Und jetzt versiege ich das. Das sieht schon ganz schön aus eigentlich, wenn man das jetzt so hat. Ich denke, ich werde das schon irgendwann mal benutzen, aber an sich ist es auch ein bisschen, naja, etwas nerviger in der Verarbeitung. Aber das Ergebnis finde ich gerade echt hübsch. Dann wollte ich jetzt noch das direkt ausprobieren. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal diesen Pinsel und trage das mal Full Cover auf. Zum Malen wollte ich ja die Pinsel ja eigentlich nie nehmen, die Fineliner, aber ich kann ja trotzdem mal versuchen, ob die dafür gut geeignet wären. Mal jetzt erstmal kurz hier noch die zweite Schicht. Okay, der Effekt, der Holo-Effekt kommt nach und nach immer ein bisschen stärker raus, wenn man den mal kurz so ein bisschen lässt. Mache ich dann noch eine dritte Schicht? Ja, man kann noch durchgucken. Ich sehe noch die Halterung, die ich hier drunter habe. Sehe ich noch durch. Mache ich dann einfach noch eine Schicht. Ja, und jetzt sieht man erstmal so gut wie gar nichts von dem Holo. Und wenn man jetzt ein bisschen wartet, dann kommt das immer mehr zum Vorschein. Und dann gucke ich jetzt mal, wie gut das funktioniert. Das ist halt so flüssig. Okay, ich habe jetzt auch echt schon ewig keine Schnörkel mehr gemalt, aber der Pinsel hier ist mir auf jeden Fall zu steif dafür.
Also es geht schon, aber ja, der Pinsel kann es eben halt leichter oder schwerer machen. Ich finde so beweglichere Pinsel, wo die Haare vorne dran einfach so ein bisschen flexibler sind. Auf jeden Fall um einiges angenehmer. So richtig kommt der Holo-Effekt jetzt hier gar nicht mal raus, finde ich. Kann man wirklich nur ahnen, wenn man es weiß und genau hinguckt. Also auf größeren Flächen kann man es auf jeden Fall eher erkennen, weil das Holo ist halt auch relativ schwach und fein. Kann man machen, aber ja, muss man auch nicht. So, das ist jetzt das Full Cover. Ist halt ein ganz dezenter Holo-Effekt. Ich versiegel das jetzt mal. Ist der ein bisschen schwächer geworden? Ich glaube schon. Können ja mal vergleichen. Hier unten mit der Fläche, ja, ist eindeutig. Ja, braucht kein Mensch. Gehe jetzt mal hier mit Cleaner drüber. Ich denke mal, dann wird hier auch alles fort sein. Und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass wenn man das jetzt so on top arbeiten würde, dann beim Händewaschen spätestens irgendwann, das sich auch abwäscht, weil das war bei diesem Mirror Metallic Gel in Silber, was ich habe, auch so. Von daher, nee, braucht man nie und dachte ich mir aber auch schon. Ich gucke jetzt mal, wie die Sticker aussehen auf dem Nagel. Okay, kleben auf jeden Fall erstmal gut. Muss man hier so ein bisschen glatt streichen in alle Ecken, dass das sich direkt an den Nagel anfügt. Also man muss es auf jeden Fall richtig festdrücken und eventuell auch doppelt versiegeln, damit man das dann auch schön eben hat oder halt noch ein bisschen mehr Topcoat dann benutzen, dass das schön glatt wird. Aber so jetzt erstmal finde ich es gut. Die Ränder um den Aufkleber drumherum fallen jetzt optisch nicht auf. Kann man auf jeden Fall gut und gerne machen, finde ich. Ja, also wenn man das wirklich ein bisschen ordentlich andrückt und dann versiegelt, dann fällt das jetzt auch am Rand um den Sticker nie wirklich auf, dass das halt einer ist. Und von daher finde ich die gut. Ja, genau. Und man hat halt wirklich verschiedene zur Auswahl. Diese Muschelsplitter-Aufkleber wollte ich jetzt auch noch mal kurz ausprobieren. Die sind halt wie hier so drauf gepresst. Die sind auch so ein bisschen, naja, bröselig halt, ne? Weil die gar nicht überall richtig so ankleben. Aber ja, ich schneide jetzt einfach mal hier so eine Ecke ab. Kann ich auch mal ein bisschen größer machen, so. Ich klebe das jetzt hier auch auf einen matten Untergrund. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nie unbedingt das Schlauste. Aber dafür haftet es gut und schmiegt sich auch gut an. Das ist jetzt versiegelt und man muss auf jeden Fall eine dickere Schicht Topcoat auftragen, damit das auch schön glatt wird, weil die Sticker, sage ich jetzt mal, schon so ein bisschen dicker sind. Aber den Effekt finde ich echt cool. Also ich habe solche Muschelsplitter auch so halt einzeln da, aber irgendwie hatte ich da nie so richtig, ja, die Gelegenheit oder ja, dass ich das einfach mal benutzt habe. So. Und das hier, finde ich, hat ja auf jeden Fall so einen ziemlich ähnlichen Effekt. Vielleicht nie ganz so, aber das, denke ich mal, würde eher mal zum Einsatz kommen, weil die Verarbeitung um einiges leichter ist. Da kann man dann wirklich das auch beliebig zuschneiden. Und vor allen Dingen das Dunkle gefällt mir richtig gut.
Dieses Glitzer hier würde ich jetzt einfach mal auf einen dunklen Hintergrund aufstreuen. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus recht groben und halt auch ganz fein Glitzer. Ich härte das jetzt mal und dann bürste ich das mal runter, den Überschuss. Mal gucken, wie das dann aussieht. Das ist halt wirklich so ein bisschen gröber. Das weiß ich nie genau, ob ich das jetzt mag, weil also an sich sieht es cool aus, aber dadurch könnte es halt auch ein bisschen oft tragen, sage ich mal. Aber so finde ich es jetzt erstmal ganz schick. Vielleicht kann man es auch irgendwo einmischen in Gel. Ob ich es jetzt so on top benutzen würde, kann ich jetzt nie so richtig sagen. Aber ja, so viel erstmal dazu. Dann geht es jetzt weiter mit diesen Flakes hier. Das sind jetzt die blau-gelben, goldenen. Und das andere waren halt die blau-orangenen. Hier sind die Flakes jetzt fertig versiegelt. Und ja, die gefallen mir richtig, richtig gut. Ich hoffe halt, dass die Farben halbwegs so rüberkommen, wie sie halt auch sind, weil, ja, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, bei Flakes ist das irgendwie immer so eine Sache. Da schluckt die Kamera gerne mal so ein bisschen Farbe. Ja, finde ich aber auf jeden Fall richtig schön. Die gefallen mir. Genau, und dann geht es jetzt weiter mit diesen Streifen hier. Da habe ich jetzt hier schon Base drauf gepinselt, damit ich die da reinkleben kann. Ich muss mich jetzt nämlich leider auch so ein bisschen langsam mal beeilen, weil meine Speicherkarte ist gleich voll, weil ich hier ewig und 3 Tage gebraucht habe für das ganze Video. Okay, also die Streifen schmiegen sich auf jeden Fall ganz gut hier an den Nagel an. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Also den Topcoat muss man schon so ein bisschen satter auftragen, damit man einfach eine schöne glatte Oberfläche erhält. Ja, den Effekt bzw. die Farbe finde ich richtig schön. Auf Weiß gefällt es mir noch besser als auf Schwarz. Damit kann man auf jeden Fall, denke ich mal, ein schönes Design machen und ein bisschen rumspielen. So, weiter geht's. Wie gesagt, sorry, ich muss mich jetzt echt mal ein bisschen beeilen. Mit dem Pigment, da habe ich jetzt alles so gemacht, wie wenn ich jetzt halt ein Puderpigment verwende, also Topcoat aufgetragen und 25 Sekunden ausgehärtet. Also bis jetzt waren Timo-Pigmente, ich habe jetzt nie viele, aber die ich habe, fand ich jetzt nie so prall. Mal gucken, was das hier macht. Also ist auf jeden Fall überall Produkt hängen geblieben, was ich schon mal gut finde. Ja, finde ich ganz nett. Aber wenn, würde ich es dann wahrscheinlich eher auf Weiß benutzen oder auf einer helleren Farbe. Ja, kann man machen. Haut mich jetzt nie vom Hocker, aber ist okay. Kann man machen. Ich bin aber eigentlich jetzt auch schon so gut wie durch. Also das hier hatte ich ja noch. Aber damit kann ich echt nichts anfangen. Das ist so eine komische Mischung. Und ja gut, vielleicht kann man diese Goldfolie hier noch mal verwenden halt. Aber ja, weiß ich ehrlich gesagt noch nie. Jetzt überlege ich noch mal kurz. Ach so, ja, ich hatte noch die Dual-Tipps. Da wollte ich ja auch noch mal ganz kurz reingucken.
was es hier so für Formen gibt. Der ist verrutscht, der gehört, glaube ich, hier rüber. Das muss ich mal kurz nochmal gucken. Moment. 12 Formen. Also in jedem Fach ist eine andere Form. Hier sind halt so eine Stiletto-Form. Ist jetzt nie so meins. Hier nochmal eine andere Stiletto-Form oder ja, bisschen lange Mandel oder sowas. Die scheinen mir ja ziemlich klein zu sein, stelle ich gerade fest. Weil das hier ist die 0. Also damit kann ich nichts anfangen, das ist viel zu klein. Das ist die 1. Ich guck mal kurz nach der 0. Eins. Okay, Moment, ich suche mal kurz die 0. So, hier ist sie. Ist auf jeden Fall auch zu klein für meinen Daumen. Also ich glaube, ich habe jetzt hier was drauf, aber das sehe ich schon. Das ist ein bisschen knapp. 1, 2 Nummern größer wären besser, aber das ist jetzt auch nie unbedingt die Form, die ich jetzt benutzt hätte. Dann hat man jetzt hier noch so eine russische Mandel, ist das hier, glaube ich. Ich gucke wieder nach der 0, aber die sehen wir auch. Ne, Moment, das ist falsch hier drin. Also ich werde es jetzt mal so machen, ich suche mal schnell von jeder Form einfach mal die 0 raus, also den größten, und dann gucken wir noch mal schnell zusammen. So, ich habe jetzt hier mal überall die größten rausgesucht. Also die meisten sind wahrscheinlich leider für meinen Daumen zu knapp, was ich ein bisschen schade finde. Ich weiß, wie gesagt, hier ist jetzt was drauf. Also das hier geht auf jeden Fall. Das wäre, denke ich mal, dass ich bei dem hier gar nicht die 0 nehmen muss. Aber die hier zum Beispiel, die sind definitiv zu klein. Da müsste man dann so nochmal nachlegen, also zweimal machen. Aber ich hätte es halt irgendwie schöner gefunden. Ja, die sind auch eher zu knapp. Die waren noch in dem anderen Set. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn ja, die ein bisschen größer wären, dass man da auch wirklich einmal das am Daumen anlegen muss und dann hat man es. Hier weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es wäre, wenn ich jetzt keinen Nagel drauf hätte, ob es ginge. Die hier, beide, sind leider zu schmal. Ich meine, das soll ein Daumen sein. Das ist halt wirklich mega knapp bemessen. Was ich ein bisschen schade finde. Klar, ich habe ein bisschen breiteren Daumen, das schon, aber jetzt auch nie übermäßig. Und da könnten sie echt mal noch ein bisschen, ja, breitere Formen anbieten. Aber ja, muss ich mal gucken halt. Werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja, und bei den Tipps hier ist es leider ja auch so, dass der Daumen viel zu knapp ist. Aber gucke ich halt trotzdem mal, ob ich da irgendwas damit machen kann. Werdet ihr ja sehen, ob es irgendwann mal zum Einsatz kommt. Genau. Das war's dann jetzt mit meinem Video und vielleicht war es ja ein bisschen interessant, die Produkte auch mal in Aktion zu sehen. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden und bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann mal ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.